Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen heute wieder mal einen Tipp geben. Allerdings ist der vielleicht nicht nur interessant für Leute, die sich erst seit kurzem in der Welt der Hunde bewegen, sondern eventuell auch für Hundeprofis. Es geht um die Fellpflege. Fellpflege ist ein Muss. Ja, ich weiß, bei manchen Hunderassen kann man hier etwas nachlässiger sein. Bei anderen muss man etwas intensiver dahinter sein. Wir haben kurzhaarige Hunde, stockhaarige, langhaarige Hunde. Wir haben Hunde mit gekräuseltem Fell, wir haben rauhaarige Hunde. Ganz klar. Doch eigentlich ist Fellpflege ein Muss. Denn was passiert, wenn man hier zu nachlässig ist? Ja, speziell bei stockhaarigen, langhaarigen Hunden ist es so, dass hier schnell mal das Fell verfilzt, verknotet, das abgestorbene Deckhaar, das nicht abgestoßen werden kann, kitzelt den Hund auf der Haut, es entwickelt sich Juckreiz, die Hunde kratzen sich, es kommen Hautirritationen ins Spiel, Entzündungen und so weiter. Außerdem sieht der Hund ständig ungepflegt aus und er kann starken Eigengeruch entwickeln und vielleicht ist Ihnen das ja auch schon mal geschehen, höchstwahrscheinlich schon jeden Mal geschehen, der Hunde gestreichelt hat. Wenn Hunde hier fellpflegentechnisch etwas vernachlässigt sind und etwas zu riechen beginnen, dann kann man das an den Händen, nachdem man sie gestreichelt hat, schon recht intensiv wahrnehmen. Ja, aber das muss nicht sein. Ich möchte Ihnen hier heute ein Video präsentieren, in welchem ich Ihnen zeigen möchte, wie ich das handle, doch dazu gleich später. Nochmal zurück zur Fellpflege. Auch zu viel Bürsten ist kontraproduktiv, speziell dann, wenn Leute Bürsten verwenden, die eigentlich für Menschen gedacht sind. Schauen Sie, oftmals sind die für die Hundehaut nicht geeignet. Ja. Es gibt ja so viele Hundebürsten, sogar eigene Terrierbürsten. Also hier kann man sich im Internet gut zurechtfinden. Wer die Wahl hat, hat die Qual doch von Bürsten, die für Menschen gedacht sind. Aber wenn man es mit Gefühl macht, geht das auch. Doch hier kann auch viel schiefgehen. Die optimale Fellpflege hat nur Vorteile. Sie befreien Ihren Hund von abgestorbenem Haar, von zu viel Unterwolle. Das juckt ihm dann nicht. Das führt dann nicht zu Juckreiz und zu Kratzereien. Außerdem verteilen Sie das natürliche Öl am ganzen Fell. Das Fell bleibt immer weich. Er sieht immer sehr gepflegt aus und Sie verhindern, dass der Hund zu stark zu riechen beginnt. Verzeihung. Mein Hund hat schon wieder irgendetwas Verdächtiges gehört. Vito, passt schon, ist schon gut, mein Bub, bist brav, bist ein guter Aufpasser, braver. So, ich hoffe, er lässt mich jetzt weiter drehen. Das Video, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, das resultiert eigentlich aus dem Zeitraum der schweren Allergie meines Hundes. Der war damals extrem schlimm beieinander. Also der Körper übersät mit Krusten, die Entzündungswerte haben die Skala gesprengt, also das war schon fürchterlich, was dieser Hund mitgemacht hat. Solche Pfoten geschwollen und ja, ich möchte nicht ins Detail gehen, ich habe das schon mal in einem vorangegangenen Video erzählt, doch da war es mir nicht möglich, ihn mit Bürsten zu kämmen. Ja, ich hätte ihm ständig die Krusten vom Körper gerissen. Das wollte ich natürlich nicht. So habe ich eine Technik entwickelt, die ich bis heute beibehalten habe. Und ich bin glücklich damit. Mein Hund hat seidigstes Fell, er riecht gut. Mein Hund hat keinen Eigengeruch. Jeder Hund hat Eigengeruch, doch ich kann ihn nicht wahrnehmen. Mein Hund riecht permanent nach dem Parfüm, das ich trage. Schauen Sie, ich knuddle sehr viel mit meinem Hund den ganzen Tag und dementsprechend nimmt er auch meinen Geruch an. Ja? Also heute riecht er schon den ganzen Tag nach Givenchy Gentleman. Ja? Das ist einer meiner Signature-Düfte, aber ist so. Ja? Lieber er riecht nach Givenchy Gentleman als andersrum. Aber es hält sich in Grenzen. Das ist nicht so stark auf seinem Körper, dass es ihm selbst stört. Denn ich weiß schon, zu starker Parfümgeruch irritiert seine Nase. Und das möchte ich selbst nicht. Aber glauben Sie mir, das hält sich in Grenzen. Ja, alles, was Sie für die Ausführung meiner Technik, die ich Ihnen gleich präsentieren möchte, brauchen, ist ein Baumwolllappen. Der ist schon etwas mitgenommen, ja. Der wird bald ausgetauscht, aber das ist 100% Baumwolle. Das ist mir das liebste Material. Und irgendein Ding, ein wasserdichtes, wo Sie den drinnen transportieren können. Denn
täglich bei der Morgenrunde, bevor ich weggehe, tränke ich den mit Wasser, aber anständig, der ist ganz nass. Den stecke ich dann da rein und das Ganze transportiere ich entweder im Hosensack oder in der Jackentasche. Ja, und dann brauchen Sie noch Ihre 10 Finger. Wenn Sie noch alle 10 Finger haben, klappt das wunderbar, klappt aber auch, wenn Sie nur mehr 9 oder 8 Finger haben, schätze ich mal. Ich hoffe, es wurde noch keiner von irgendeinem Schlingel abgebissen. Ja, ich möchte mal zu dem Video gehen und Ihnen nach diesem Video dann noch einiges drüber erzählen. Ach ja, zum Schluss sehen Sie, wie ich mit demselben Lappen, den ich vorher kontrolliert habe, kurz oder ausgeschüttelt habe, damit sich kein Fell mehr oben befindet, noch die Gehörgänge sauber mache. Das mache ich alle 2-3 Tage und hat wunderschön saubere Ohren. Aber da müssen Sie vorsichtig mit den Fingern arbeiten, nicht zu grob. Ja, gehen wir mal zum Video.
Ja, das war die ganze Hexerei, dauerte etwa 5 Minuten, also wahrscheinlich weniger als 5 Minuten hätte ich ihn nicht noch die Gehörgänge auch sauber gemacht. Ich habe mir da ein Plätzchen gesucht, wo ich das Video am besten drehen kann, obwohl es dort in der Früh, also am Morgen immer vor Wild wimmelt, aber ich habe mich da bemerkbar gemacht, habe kurz vorher 3-mal laut gepfiffen. Außerdem war ich recht gut eingesprüht mit dem Shivaji Gentleman, das heißt, das Wild hat mich sowieso gewittert. Also ich konnte dort dann in Ruhe meine Behandlung durchführen. Wie Sie gesehen haben, setze ich zuerst meine Finger ein und streiche gegen das Fell mit dem Strich gegen den Strich. Und würde ich das jetzt eine Woche nicht tun und Ihnen das Video dann präsentieren, würden Sie viel mehr Fellfliegen sehen. Dadurch aber, dass ich diese Behandlung jeden Tag, also täglich in der Früh, mit ihm durchziehe, ist der Fellverlust natürlich geringer. Ja? Und auch zu Hause hat er weit weniger, auch in der Hochzeit des Fellwechselzyklus drin. Ja? Er riecht immer gut, also Baden ist eigentlich völlig überflüssig geworden. Ich würde nur mehr baden, wenn er sich in irgendetwas wälzen würde, ja, wo er sich nicht wälzen soll. Da kann ich ein Lied davon singen. Einer meiner ehemaligen Hunde, Boris, der hat das gern getan und dann musste ich ihn baden. Vito machte das zum Glück noch nie. Ich hoffe, es bleibt dabei. Deshalb Baden hat sich eigentlich erledigt, da er absolut gut riecht. Ja. Sein Fell ist seidig, weich und ja, er hat eigentlich dadurch nicht viel. Ich kann es nur jedem empfehlen, versuchen Sie das mal. Sie brauchen keine Bürste, selbstverständlich können Sie auch mit Bürste arbeiten. Doch, wie gesagt, finde ich nicht notwendig, ist allerdings eine Experimentiersache bei Hunden mit längerem Fell als meiner hat. Ich weiß nicht, wie das Ganze klappt. Bei kurzhaarigen Hunden kann mir aber vorstellen, dass das noch schöner geht. Ich weiß nicht, wie das klappt bei Langstocker oder langhaarigen Hunden oder Hunden mit gekräuseltem Fell oder rauhaarigen Hunden. Weiß ich nicht. Ja. Gebe ich ehrlich zu, doch ich kann mir vorstellen, dass das auch gut klappt bei diesen Hunden. Experimentieren Sie, versuchen Sie das und vielleicht gefällt Ihnen diese Methode ja genauso gut wie mir. Ich gehe davon nicht mehr weg, brauche keine Bürste mehr, brauche kein Bad mehr, mache das jeden Tag, kostet mir nicht mehr als 5 Minuten und wie Sie am Video gesehen haben, mein Hund ist das komplett gewöhnt und genießt es teilweise, also es gefällt ihm. Ja, kommen wir ganz kurz zum nächsten Video, also einen Spoiler. Beim nächsten Video geht wieder die Post ab und wir sehen mal nach, ob es Alternativen gibt für deutschen Schäferhund und Dobermann. Deutschen Schäferhund, Dobermann und Co. meinte ich, also für Gebrauchshunderassen, ob es Alternativen gibt, aber ich verrate Ihnen was. Es gibt viele Alternativen und einige möchte ich Ihnen vorstellen. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Das war's schon.